Am späteren Nachmittag verlassen wir das paradiesische Atoll von Rangiroa und setzen unsere Fahrt durch die Weiten des Südpazifiks in südwestlicher Richtung fort. Nach lediglich einer Nacht an Bord erreichen wir mit Tahiti die größte Insel Französisch-Polynesiens und laufen am darauffolgenden Morgen im geschützten Hafen von Papeete ein. Während der Anfahrt blicken wir zunächst auf die weiter westlich gelegene Insel von Moorea, bevor kurz darauf auch Tahiti im Blickfeld auftaucht. Papeete ist nicht nur die Hauptstadt Tahitis, sondern auch von Gesamt-Französisch-Polynesien und somit wichtigstes Handelszentrum des Landes. Da hier ein Aufenthalt über volle 2 Tage veranschlagt ist, unternehmen wir an unserem ersten Tag zunächst einen Spaziergang durch die Hauptstadt. Architektonisches Highlight ist hier das repräsentative Rathaus, das 1900 im prächtigen Kolonialstil als Nachbildung des ehemaligen Palasts von Königin Pomare erbaut wurde. Weiter geht es zum chinesischen Tempel Kanti, der in Übereinstimmung mit den Regeln des Feng Shui errichtet wurde. Die gewählten Farben haben symbolische Bedeutung. Rot steht für Glück, Grün für Hoffnung und Orange für Reichtum. Nach einer willkommenen Erfrischungspause interessieren wir uns vor allem für die lokal angebotenen Produkte und deren Herstellung. Ein Traum für alle Shopping-Interessierten ist die große Markthalle mit ihrem vielfältigen Warenangebot. Berühmt sind hier vor allem die schwarzen Tahiti-Perlen, die aus Beständen der schwarzlippigen Perlenauster in Französisch-Polynesien gewonnen werden. Die Mitnahme eines kleinen Andenkens ist hier natürlich Pflicht. Nach einer Nacht an Bord des Schiffes geht es am nächsten Tag auf große Tour durch das bergige Landesinnere. Vom Hafen aus folgen wir zunächst der Nordküste und zweigen wenig später in das malerische Tal von Papenoo mit seiner unverfälschten Natur ab. Es geht immer höher hinauf und schließlich durchqueren wir durch einen kurzen Tunnel das zentrale Bergmassiv. Auf abenteuerlicher Piste geht es anschließend wieder hinab zum Meer. Über die etwas weniger erlebnisreiche Normalstraße kehren wir wieder zum Hafen zurück. Unabdingbare Voraussetzung für eine solche Tour ist ein geländegängiges Allradfahrzeug, welches wir schon im Vorfeld gebucht haben. Unser Guide präsentiert sich bei der Abholung im Hafen in absolut spektakulärem Outfit. Mein Name ist Teowai und Teowai bedeutet Regen. Nomen ist hier hoffentlich nicht Omen, denken wir, werden aber bald eines Besseren belehrt, denn kurz nach der Abfahrt öffnet der Himmel in einem kräftigen tropischen Regenguss seine Schleusen. Dies hält aber Teowai in keinster Weise davon ab, uns die Natur seiner Heimat auch außerhalb des geschützten Wagendaches mit einer von uns noch nie erlebten Intensität und Leidenschaft nahezubringen. Ein absoluter Glücksgriff. You get to know that in all South Pacific, drop on your skin and burn in your skin. I love her. Umbrella. Isn't it beautiful the nature? Yeah. You know what I mean? It's the echo. Yeah. This tree right there, we used to cure the cicatera. Schließlich lüftet unser Guide auch das Geheimnis seines selbst bei stärkstem Regen immer trocken erscheinenden Haares. Very, very good for your hair. Ich wollte das sagen, ich weiß nicht. These ladies back then, they have long, long hair.
Die weitere Fahrt erfolgt immer parallel zum Papenoo-Fluss, der auf einer Furt oder über eine Fußgängerbrücke überquert werden kann. Hier befindet sich eine kleine ländliche Ansiedlung, die Te Auahi häufig aufsucht und sich liebevoll um die Betreuung der Tiere kümmert. Auch Wildtiere wie Aale scheinen sich an den regelmäßigen Umgang mit unserem Führer gewöhnt zu haben. Natürlich ist auch ein kleiner Spaziergang in dieser zauberhaften Gegend von großem Reiz. Schließlich überqueren wir den Fluss über die Furt und setzen die Tour durch das zauberhafte Tal fort. Eine Vielzahl an spektakulären Wasserfällen begleitet unsere Fahrt. Im Mittelpunkt der nun folgenden Demonstration stehen polynesische Naturtechniken zur Erstellung von Tattoos. Hierzu nutzt Te Auahi die ölreichen Kerne des Lichtnussbaums, die angezündet stundenlang brennen oder Lampenöl liefern. Die brennende Nuss erzeugt zusammen mit dem Öl die Holzkohle, welche die Tinte für die Tattoos liefert. Unser Guide erläutert eindringlich die spirituelle Bedeutung der diversen Symbole. Birds, tree. Well, it's that connection between the sky and Mother Earth. Is the love. What's love? Is to share. Im weiteren Verlauf der Fahrt gewinnen wir nun zunehmend an Höhe und bewegen uns immer tiefer in das Bergland hinein. Auch das Wetter hat inzwischen ein Einsehen und zeigt sich zunehmend freundlich. Die Fahrt wird nun etwas rauer, macht aber durchgehend Spaß. Zwischendurch nutzt Te Auahi die Gelegenheit, weitere Demonstrationsobjekte zur späteren Verwendung einzusammeln. Fast wie eine Fata Morgana taucht plötzlich mitten im Dschungel ein kleines Feriendorf auf, das sich für eine kurze Mittagspause ideal eignet. Inzwischen schon fast wie selbstverständlich, vermittelt unser Guide auch bei der Verköstigung authentische Erfahrungen. It's a banana cut. Okay. Ein kleiner Verdauungsspaziergang sorgt wiederum für nachhaltige Eindrücke.
Nun haben wir den zentralen Bergkamm erreicht, der die nördliche Hälfte vom Süden Tahitis trennt. Unzählige Wasserfälle stürzen sich hier von den steilen Klippen herab. Hier befindet sich auch der Tunnel, der auf die andere Seite des Bergkamms führt. Vor der Durchfahrt lässt es sich unser Führer allerdings nicht nehmen, an diesem nahezu mystisch wirkenden Ort weitere Beispiele für den Einsatz von Naturmaterialien zu liefern. They use the bark of the like that. And that one you can also use it to weaving, make hat. You see the color change. The color would. Just tie like that. It's not slippery. No. No, no. Tief beeindruckt machen wir uns nun auf den Weg in die Südhälfte Tahitis. Für die anschließende Fahrt hinab ins Tal ist die Bezeichnung abenteuerlich sicherlich noch als Untertreibung zu werten. Here, this one is Nun blicken wir hinab auf den auf 600 Meter Meereshöhe gelegenen Bergsee Vaihiria, der von Gebirgsbächen gespeist wird. Weiter geht die wilde Fahrt hinab. Mit der Annäherung an das Meeresniveau nähert sich eine unvergessliche und überaus erlebnisreiche Tour allmählich ihrem Ende. Die Rückfahrt zum Pier entlang der Küstenstraße rundet das eindrucksvolle Tageserlebnis ab.